Guten Morgen, meine liebe Anna. Guten Morgen, mein müder Max. Ich habe heute großen Hunger. Es ist doch endlich Wochenende. Machen wir heute ein Frühstück? Ja, ein echtes deutsches Frühstück. Das ist eine super Idee. Aber wir haben nichts hier. Der Kühlschrank ist ganz leer. Gehst du schnell zum Bäcker? Alleine gehen ist doch langweilig. Dann kommen wir beide mit. Draußen ist es noch kühl. Ich ziehe meine Jacke an. Wo ist die große Tasche? Sie liegt auf dem Küchentisch. Ich hole schnell meine Schlüssel. Die Bäckerei hat schon offen. Riechst du schon das Brot? Ja, mein Magen knurrt laut. Ich möchte frische, warme Brötchen. Und ich liebe salzige Brezeln. Gehen wir jetzt direkt los? Ich laufe schon mal vor. Die Luft ist herrlich frisch. Der Weg ist nicht weit. Der Bäcker ist gleich da. Da vorne ist die Bäckerei. Die Schlange ist ziemlich lang. Die Menschen warten auf Brötchen. Am Samstag ist das normal. Was kaufen wir denn genau? Ich hätte gerne 2 Brötchen. Nimm lieber 4 normale Brötchen. Und eine Brezel für dich? Ja, Brezeln schmecken mir super. Kaufen wir auch ein Croissant? Oh ja, ein süßes Schokocroissant. Das teilen wir uns dann. Perfekt, das ist sehr lecker. Haben wir genug Bargeld dabei? Man kann dort auch bezahlen. Mit der Karte geht schneller. Gut, wir sind fast dran. Der Duft ist wirklich fantastisch. Ich bekomme immer mehr Hunger. Gleich sind wir endlich dran. Geh schon mal rein, Max. Guten Tag, wir sind dran. Ich hätte gerne 4 Brötchen. Und bitte 2 frische Brezeln. Gibt es auch süße Croissants? Ja, dort liegen noch 3. Ich nehme ein Schokocroissant, bitte. Das macht dann 6 Teile. Die Verkäuferin packt alles ein. Möchtest du noch ein Brot? Nein, die Brötchen reichen uns. Ich bezahle jetzt mit Karte. Das ging ja wirklich schnell. Hier ist unsere warme Tüte. Sie riecht einfach unglaublich gut. Jetzt laufen wir schnell zurück. Zu Hause wartet der Kaffee. Ich mache den Tisch fertig. Und ich koche frische Eier. Ein weiches Ei ist perfekt. Ich mag mein Ei hart. Kein Problem, das klappt leicht.
Lauf schneller. Ich habe Hunger. Ich habe die Tüte sicher. Gleich sind wir wieder da. Wir sind wieder zu Hause. Ich decke jetzt den Tisch. Wo sind die kleinen Teller? Sie stehen im oberen Schrank. Ich hole auch 2 Messer. Und wir brauchen kleine Löffel. Für die weichen Eier, richtig? Ja, genau, für die Eier. Ich stelle die Brötchen auf. Pack sie in den Korb. Der Korb sieht schick aus. Die Brezeln kommen auch rein. Jetzt koche ich das Wasser. Die Eier müssen direkt rein. Kochst du sie 5 Minuten? Ja, dann sind sie perfekt. Ich stelle die Eierbecher bereit. Wo sind die bunten Becher? Sie stehen neben den Tassen. Der Tisch sieht toll aus. Das ist ein echter Sonntagstisch. Jetzt fehlen nur noch Sachen. Was kommt noch auf Tisch? Wir brauchen Butter und Marmelade. Wir sind wieder zu Hause. Ich decke jetzt den Tisch. Wo sind die kleinen Teller? Sie stehen im oberen Schrank. Ich hole auch 2 Messer. Und wir brauchen kleine Löffel. Für die weichen Eier, richtig? Ja, genau, für die Eier. Ich stelle die Brötchen auf. Pack sie in den Korb. Der Korb sieht schick aus. Die Brezeln kommen auch rein. Jetzt koche ich das Wasser. Die Eier müssen direkt rein. Kochst du sie 5 Minuten? Ja, dann sind sie perfekt. Ich stelle die Eierbecher bereit. Wo sind die bunten Becher? Sie stehen neben den Tassen. Der Tisch sieht toll aus. Das ist ein echter Sonntagstisch. Jetzt fehlen nur noch Sachen. Was kommt noch auf Tisch? Wir brauchen Butter und Hier ist der frische Käse. Ist das milder Kauderkiese? Ja, der schmeckt uns beiden. Und wo ist der Schinken? Ich habe leckeren Schinken gekauft. Auch eine Salami für dich? Ja, Salami darf nicht fehlen. Das ist eine tolle Platte. Ein typisch deutscher Aufschnitt, Anna. Sehr herzhaft und gut. Isst du auch ein Gurkenstück? Ja. Gurke bringt frische Farbe. Ich schneide ein paar Scheiben. Und lege sie auf Teller. Tomaten passen auch super dazu. Ich wasche sie kurz ab. Jetzt sieht es fantastisch aus. Ein sehr bunter, reicher Teller.
Der Käse riecht sehr gut. Ich mag den Schinken lieber. Jeder bekommt sein Lieblingsessen heute. Das ist ein tolles Frühstück. Jetzt müssen wir Kaffee kochen. Ich mache die Maschine an. Ich trinke heute starken Kaffee. Ich möchte lieber heißen Tee. Welche Teesorte nimmst du, Anna? Ich trinke feinen grünen Tee. Der Kaffee duftet schon herrlich. Nimmst du Milch und Zucker? Ja, ein kleiner Schluck Milch. Zucker ist aber ungesund, Max. Nur ein ganz kleines Löffelchen. Na gut, am Sonntag erlaubt. Haben wir auch kalten Orangensaft? Ja, eine Flasche steht bereit. Ich gieße uns 2 Gläser. Orangensaft bringt viel gesundes Vitamin. Der Saft schmeckt wunderbar sauer. Und er ist richtig kalt. Perfekt für den müden Kopf. Jetzt ist alles fertig, Max. Die Eier sind auch fertig. Ich schrecke sie kurz ab. Dann lassen Sie sich pellen. Setzen wir uns endlich hin. Ja, der Tisch wartet schon. Guten Appetit, mein lieber Max. Danke. Guten Appetit für dich. Ich schneide mein Brötchen auf. Kracht die Kruste auch schön? Ja, es ist total knusprig. Ich nehme zuerst weiche Butter. Ich streiche Erdbeermarmelade darauf. Lecker. Das Brötchen schmeckt einfach traumhaft. Probier mal diese salzige Brezel. Die Brezel ist echt weich. Und das Salz schmeckt super. Jetzt pelle ich mein Ei. Ist es denn auch weich? Ja, das Eigelb ist perfekt. Mein Ei ist richtig hart. Genau wie du es magst. Ein bisschen Salz darauf. Perfekt. Der heiße Kaffee tut gut. Mein grüner Tee schmeckt wunderbar. Möchtest du eine Scheibe Käse? Ja, lege sie aufs Brötchen. Hier bitte. Milder Gouda-Käse für dich. Der Käse schmeckt herrlich zart. Wir essen heute ganz langsam. Am Wochenende haben wir Zeit. Jetzt teilen wir das Croissant. Schneide es genau in die Mitte. Ich mache 2 gleiche Teile. Das Schokocroissant duftet so süß. Es ist noch ganz warm. Die Schokolade schmilzt im Mund. Das ist ein toller Nachtisch. Ein süßer Abschluss für uns. Ich trinke den letzten Schluck. Mein Tee ist auch leer. Ich bin jetzt total satt. Ich kann mich kaum bewegen. Das war ein echter Erfolg. Ein traditionelles deutsches Frühstück. Toll. Das machen wir jetzt öfter.
Ja, jeden Samstag oder Sonntag. Wer räumt den Tisch auf? Wir machen das einfach zusammen. Einer wäscht, einer trocknet ab. Das ist ein faires System. Und dann gehen wir spazieren. Das hilft gegen vollen Bauch. Perfekt. Packen wir es an. Erst noch eine Minute sitzen. Die Küche ist wieder sauber. Alles steht wieder im Schrank. Der Abwasch ging super schnell. Weil wir ein Team sind. Jetzt können wir entspannt planen. Was machen wir heute Schönes? Das Wetter ist sehr gut. Gehen wir in den Park? Ja, ein kleiner, ruhiger Spaziergang. Ich brauche etwas frische Luft. Wir können auch Enten füttern. Oh ja, das macht Spaß. Nimmst du ein altes Brötchen? Nein, Enten dürfen kein Brot. Ah, stimmt, das ist ungesund. Wir nehmen lieber spezielle Körner. Du weißt einfach alles, Anna. Ich lerne eben sehr gerne. Ich hole jetzt meine Schuhe. Und ich suche meine Brille. Wir haben einen tollen Sonntag. Mit dir ist jeder Tag. Danke für das tolle Frühstück. Danke für die Brötchen, Max. Das Brötchen. Ich hole am Samstag frische Brötchen beim Bäcker. Die Brezel. Eine salzige Brezel schmeckt mir am Morgen besonders gut. Die Bäckerei. Die kleine Bäckerei an der Ecke hat tolle Backwaren. Die Butter. Ich streiche kalte Butter auf mein warmes Brötchen. Die Marmelade. Die rote Marmelade aus Erdbeeren ist wunderbar süß. Der Aufschnitt. Wir machen eine große Platte mit feinem Aufschnitt. Guten Appetit. Vor dem Frühstück wünschen wir uns immer guten Appetit. Der Käse. Milder Käse passt perfekt auf das frische Brot. Der Kaffee. Ich trinke am liebsten heißen, starken Kaffee. Frühstücken. Am Wochenende wollen wir ganz gemütlich zusammen frühstücken.